Wenn ihr euch ein bisschen für Parfüm interessiert, aber da noch nicht so richtig krass durchgestiegen seid, dann habe ich hier ein paar absolut wichtige Tipps für euch, wo ihr der Industrie oder sonstigen Leuten vielleicht besser nicht auf den Leim geht und nicht euer hart verdientes Geld einfach für unnötig gehypten Scheiß rausschmeißt. Ich bin der Richie, ihr seid bei Riot Sense. Hier geht es um außergewöhnliche Düfte meistens. Ich versuche aber auch immer so ein bisschen Pseudo-Educational Content mit reinzubringen, weil das Hobby ist leider voller Gatekeeper und vor allen Dingen sind viele Sachen auch gar nicht so selbsterklärend und ein bisschen verwirrend für den Anfang. Bis man da mal so richtig reingestiegen ist, dauert es ein bisschen. Und daher kann ich dir nur aus meiner persönlichen Erfahrung so ein paar Dinge mit an die Hand geben oder würde ich gerne einfach tun. Ob du dich dran hältst, ob du auf mich hörst, das ist natürlich dir überlassen. Wenn du dir das jetzt hier aber anguckst, besteht ja zumindest schon mal die Chance, dass es dich prinzipiell interessiert. Neuerdings ist in der Parfümindustrie eine Sache über alle Maßen wichtig und das ist die Haltbarkeit. Die Haltbarkeit ist mittlerweile wichtiger geworden als die Duft-DNA oder die Besonderheiten des Duftes, was ich persönlich sehr, sehr schade finde, weil wir nämlich dadurch in einen Bereich gekommen sind, in dem alle Düfte irgendwie gleich riechen oder zumindest nach ein paar Stunden sehr ähnlich. Das kommt vor allen Dingen durch verschiedene Aromachemikalien, die einfach eine krassere Haltbarkeit haben, was dann halt am Ende dazu führt, dass sehr, sehr viele neue, gerade gehypte Releases, gerade auch für den Mainstream-Markt, wirklich diese austauschbaren Amberwoods-Düfte sind. Da ist die Kopfnote die erste halbe Stunde, macht da einen Unterschied. Und ansonsten, glaube ich, ist es schwierig, viele Releases aktuell nach 2 Stunden, wenn die alle auf die Haut gesprüht sind, die ja noch unterscheiden zu können. Also signifikante Unterschiede sind da häufig leider nicht mehr vorhanden. Und das, ja, ist einfach schade. Ölkonzentrationen, damit wird aktuell super krass viel Werbung gemacht. Es ist nur wichtig, dass das Ding über 25% hat, dass es ein Extré ist. Die Extré-Flenker-Geschichte allein schon in der Nischenwelt. Wir fangen besser nicht an, drüber zu reden, weil ansonsten höre ich nicht mehr auf, mich drüber aufzuregen. Aber eine gute Ölkonzentration oder eine hohe Ölkonzentration heißt nicht immer automatisch, dass es besser ist. Weil, kurz erklärt, Öl ist das, was bleibt auf der Haut und Alkohol ist das, was die Duftmoleküle mitnimmt und nach außen trägt. Das heißt, rein theoretisch ist es schon immer schwierig, dass ein Duft mit einer sehr hohen Ölkonzentration wirklich viel ausstrahlt und viel Sillage, diese Duftbubble halt macht, die viele Leute sehr wichtig finden, weil sie wollen, dass alle Leute um sie herum diesen Duft riechen. Wenn die Duftölkonzentration so hoch ist, dann ist nicht mehr genug Alkohol drinne, um diesen Duft wirklich weit nach außen zu tragen. Natürlich gibt es einzelne Duftstoffe, die allgemein schon einen Duft sehr pushen und nach außen tragen, wie zum Beispiel Hedione. Die riechst du quasi auch 3 Meter weiter viel besser als direkt dran. Das ist aber dann nochmal vielleicht so ein Special-Thema. Auf das wollte ich jetzt hier nicht in einem Grundlagenvideo eigentlich eingehen. Lass dich nur einfach nicht verarschen. Es gibt nämlich ganz viele Sachen, die als Duftöl zählen. Und weil viele Leute ja auch meinen, sie könnten rechtfertigen, einen Duft für 2, 3, 4, 5, 600 Euro zu verkaufen, weil da ach so viel Duftöl mit dabei ist. Duftöl heißt nicht immer riechende Zutat. Also es gibt so Sachen wie DPG. Das ist ein Rohstoff in der Parfümindustrie, der auch diesen öligen Glanz auf der Haut macht. Der ist ganz viel zum Beispiel in Baccarat Rouge drin und wird halt dafür genutzt, dass du eben eine Balance findest zwischen Alkoholanteil und Haltbarkeit. Also wie weit strahlt ein Duft aus, wie lang bleibt er auf der Haut. DPG erhöht halt, also verringert einfach die mögliche Alkoholkonzentration und wird daher dafür viel genutzt. Damit wird aber halt auch relativ viel Schindluder getrieben, weil dann halt einfach Leute, wo die tatsächlichen Aromastoffe, die in diesem Duft drin sind, vielleicht 5% ausmachen würden, also so gerade so das Eau de Toilette, und dann so viel DPG reingehauen wird,
dass man dann sagen kann, ach guck mal, wir haben einen Extrem. Die 5% hätten aber gelangt, weil viele gerade der synthetischen Duftstoffe mittlerweile so stark sind, dass die schon in geringen Anteilen einfach absolute Beast-Mode-Brecher produzieren, was von den Konsumenten und von der Industrie gerade sehr gewollt ist. Aber ja, am Ende riecht dann alles nur danach. Und da muss man dann halt mit so verschiedenen anderen Stoffen ein bisschen gegenarbeiten. Aber glaubt nicht, dass 40% Duftölanteil im Zweifelsfall besser ist als 15. Das eine davon, Allergen reagiert, die Haut reizt, ähnliches. Davon ist die Wahrscheinlichkeit natürlich viel größer. So, da braucht ich jetzt erstmal einen Schluck Wasser davor. Und zwar geht es nämlich um synthetisch bzw. natural. Super viel Werbung wird gemacht mit diese scheiß Synthetik, ist alles scheiße, krebserregend, bla 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 bla. Leute, wir leben in einer Welt, alles ist Chemie. Alles. Absolut alles. Selbst natürliche Inhaltsstoffe bestehen aus einer Vielzahl von chemischen Molekülen. Ob du die jetzt isoliert rausbringst oder in einem quasi undefinierbaren Mischmasch. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine von 700 verschiedenen chemischen Molekülen, die in so einem Natural eventuell enthalten sein könnten, wie zum Beispiel in einem Vetiver, als bei einem reinen synthetischen Stoff. Allein deswegen wird viel in der Parfümerie mit synthetischen Stoffen gearbeitet, einfach um die gefährlichen Stoffe, die auch in den Naturals einfach vorhanden sind und zu Hautreizungen und Allergien führen oder vielleicht sogar krebserregend sind, dass die einfach unter Grenzwerte gebracht werden können. Weil vielleicht sind die für so einen Mühe vom Dufteindruck notwendig. Im Zweifelsfall fällt es den meisten Verbrauchern aber noch nicht mal auf, wenn dieses eine Molekül halt nicht mehr enthalten ist. Sorgt aber nur dafür, dass hier Leute sich nicht eine chemische Hautverbrennung holen. Natürlich, ich bin auch ein großer Fan von natürlichen Inhaltsstoffen. Ich mag echtes Oud, ich mag echtes Sandelholz, ich mag auch hier und da echte Animalics. Ist so, ich bin kein Veganer, anderes Thema. Aber dieses ständige Synthetikgebäsche geht mir unwahrscheinlich auf den Sack. Synthetisch bedeutet auch vor allen Dingen nicht billiger. Also bis so ein Stoff erstmal entwickelt, entdeckt und produziert wurde, um herauszufinden, wie genau muss ich eine chemische Reaktion durchführen, dass genau das so eine Kette bildet, dass daraus ein Aroma entsteht, was ich genau möchte. Das ist halt jetzt auch in der Regel nicht einfach mal, ich schmeiß 3 Sachen zusammen für einen Euro und kann dann 10.000 Liter davon herstellen. Ne? Also das sollte vielleicht auch einfach nochmal so im Hinterkopf behalten werden. Ich mag auch Natural-Sachen sehr gerne, aber diese Verteufelung von allem Synthetischen macht absolut gar keinen Sinn. Und wenn irgendeiner damit wirbt, dass da nur Essential Oils drin sind und dass nur Natural und bla, rennt um euer Leben. Ich kann es einfach nicht oft genug sagen. Gibt ganz viele Sachen, gerade wenn man sich dann nicht auskennt und nicht auf die Kosmetikverordnung oder IFRA achtet oder was auch immer, wenn da halt irgendein Herbert in seinem Keller irgendwelche Essential Oils, die im Zweifelsfall halt noch nicht mal rein sind, sondern auch irgendwelche komischen, reden wir nicht drüber, das zusammenmischt und das als Parfüm verkauft, Leute, das ist sackgefährlich. Da könnt ihr Allergien bis zum geht nicht mehr bekommen. Das ist in Europa also schwierig, also dass überhaupt sowas auf den Markt kommt, aber in Zeiten von Etsy und Instagram oder sowas gibt es halt trotzdem genug Vertriebskanäle, wo irgendwelche shady Menschen ungetesteten, unsafen Scheißdreck verkaufen. Weil wir in Europa haben natürlich auch immer irgendwie so diese Vorstellung, wir können hier nichts kaufen, was uns wirklich krass schaden würde, weil sowas wird ja kontrolliert. Im Zweifelsfall in so einer
Hans-Jürgen, der gerade eben beschlossen hat, mit Parfüm mache ich jetzt ab sofort Geld und rühre da irgendeine Scheiße zusammen und irgendein Idiot wird es schon kaufen. Wenn sowas halt nicht kontrolliert wird, schwierig. Das nur mal so hinten dran. Informiert euch, wo ihr kauft, gerade wenn ihr über Instagram oder sonstiges kauft. Informiert euch, sprecht mit den Leuten. Haben die Ahnung von dem, was sie tun? Haben die einen Background, dass sie sowas einschätzen können? Wie lange mischen die schon Sachen zusammen oder haben die so einen Kurs mal Parfüm-Making at Home gemacht und schütten jetzt einfach fröhlich Sachen zusammen? Gefahren bestehen. Das ist einfach nicht wegzureden. Nur weil ein Duft teuer ist, heißt es nicht, dass er gut ist. Nur weil ein Duft billig ist, heißt es nicht, dass er schlecht ist. Sowohl der Verkaufswert oder der Verkaufspreis für einen Duft, der sagt nicht immer unbedingt was über die Qualität aus. Es gibt sehr gute, günstige Düfte, aber natürlich gibt es auch erhebliche Qualitätsunterschiede, auch was die Rohstoffe angeht. Ein teurer Duft hat in der Regel ein höheres Budget zur Verfügung. Also das heißt, das Kilo Ölkonzentrat darf einen anderen Preis haben also sagen wir mal, das Kilo Ölkonzentrat darf bei Roger garantiert einen anderen Preis haben als bei CK. So, das jetzt hier schon mal so gesetzt. Natürlich sind dadurch die Zutaten andere. Heißt es, dass der CK automatisch ein scheiß Duft ist? Nein. Heißt es, dass der Roger-Duft automatisch das Beste ist, was du jemals gerochen hast? Nein, weil es ja auf deinen Geschmack drauf ankommt. Eventuell magst du den CK viel lieber und sparst dir dadurch richtig massig viel Geld. Aber deine Nase ist halt deine Nase. Versuche nicht immer zu denken oder bitte, bitte, denke nie, es gibt ein richtig und ein falsch bei Düften. Alles ist subjektiv, komplett, ja, subjektiv ist das richtige Wort. Alles ist subjektiv in der Parfümerie. Jeder entwickelt auch seinen Geruchssinn anders. Und weil Geruch ja einfach der Sinn ist, der am meisten mit Erinnerungen verknüpft ist, hat auch einfach ganz viel mit unserer persönlichen Historie, unserem Großwerden, unserer Sozialisierung zu tun. Sachen, die ich mit XY verbinde, verbindet eine andere Person vielleicht mit ganz anderen Sachen. Daher für mich ist das vielleicht eine schöne Kindheitserinnerung. Für die andere Person, die verbindet das mit irgendeinem Trauma oder dem Verlust einer geliebten Person. Dementsprechend ist es ganz natürlich, dass Menschen unterschiedliche Düfte lieben, genießen, wahrnehmen oder auch meiden. Das sollte niemals vergessen werden. Und was auch ganz wichtig ist, unsere Nase entwickelt sich. Gerade wenn man auf so eine Parfüm-Nischen-Entdeckungsreise quasi mit seiner Welt, mit seiner Umwelt geht und hier so in diese Rabbit Hole so ein bisschen abtaucht, du wirst feststellen, dass deine Nase innerhalb von 2 Jahren, dass du Sachen, die du vor 2 Jahren noch fürchterlich ekelhaft fandest, nach 2 Jahren eventuell gänzlich anders bewertest, weil du ein größeres Verständnis für Sachen bekommen hast. Also, es gibt kein richtig, es gibt kein falsch, es gibt nur ein für mich oder Assoziation XY und jeder sollte einfach auch hier in dieser ganzen Bubble einfach seine eigene Wahrheit sprechen. Was halt aber auch gleichzeitig bedeutet, versuche nicht irgendjemandem zu unterstellen, dass er lügt, wenn er einen Duft mag. Weil vielleicht mag er den Duft einfach. Natürlich kann es sein, dass der lügt, weil er 3,50 € von der Brand gezahlt bekommen hat, wenn sie denn vielleicht mal was zahlt. Prinzipiell, glaube ich, ist die persönliche Integrität fast jedem, der sich hier so ein bisschen was aufgebaut hat, wichtiger als 2,50 € von irgendeiner dahergelaufenen Brand. Ich sag mal, ich hoffe es und ich glaube, bei den meisten ist es auch so. Aber es ist halt auch nicht überall so. So, darüber müssen wir uns vielleicht auch mal im Klaren werden. Was man zu Nischenparfüm aber auch ganz klar sagen muss, weil ich die Diskussion immer wieder höre. Es handelt sich hierbei um Kunst, selbst beim DM in der Parfümerieabteilung.
Erwarte nicht, dass das, was du kaufst, den Wert hat, den es gekostet hat, es herzustellen. Hat es nämlich nie. Wir sind hier in der Parfümerie, wir sind hier im Luxusbereich, wir sind hier in einem Kunstbereich und natürlich erstmal die Rohstoffe, die kosten Geld. Logisch. Die Verpackung kostet Geld und die kostet richtig Geld. Eine Flasche, ein Sprüher, all das kostet Geld und es wird aber auch signifikant billiger, wenn du von irgendwas 50 Teile nimmst oder wenn du von irgendwas 500.000 Einheiten abnimmst, da verändert sich ein Preis. Das ist auch der Unterschied, warum so kleine Indie-Nischen-Brands einfach ganz andere Preisstrukturen automatisch haben, weil sie auch einfach nicht das Budget oder das Kapital haben, um jetzt hier einfach mal großbestellungsmäßig Flaschen vielleicht auch von einer guten Qualität zu kaufen. Das sollte irgendwie jedem bewusst sein. Gerade wenn du kleine Marken kaufst, zahlst du im Zweifelsfall einfach mehr als für große etablierte Marken, weil die einfach in anderen Stückzahlen produzieren können. Dass du vielleicht dasselbe zahlst und sich der von der großen Marke sich einfach nur das 37. Auto und die 25. Yacht zulegt, das ist natürlich auch unbenommen in dieser Industrie. Also natürlich sind viele Preise auch sehr hoch. Es ist immer eine Frage, was ist mir persönlich irgendetwas wert? Weil das ist auch was, ich kann nicht sagen, ob da der Duft diesen Preis wert ist. Ich kann nur sagen, ob er ihn für mich wert ist. Ist der Duft besonders genug, dass ich ihn mir ins Regal stellen möchte für eben diesen besagten Preis? Oder ist es was, wo ich sage, ja okay, vielleicht bei einer 40% Aktion. Aber auch hier sei gesagt, aus persönlicher Erfahrung, wenn du einen Duft nicht brauchst, weil du denkst, ach ja, nee, aber im vollen Preis, den zahle ich dafür nicht. Vielleicht kannst du ihn dir auch dann, wenn 40% Rabatt ist, kannst du ihn dir auch sparen, weil so richtig geil fandest du ihn ja vielleicht einfach gar nicht. Weil natürlich ist Überkonsum gerade in diesem Hobby hier echt ein Thema, das wir auch so nicht verschweigen sollten. Da ist ein klassischer Fall von halte dich an das, was ich sage, nicht was ich tue, weil ich habe auch über 150 Düfte in meiner Sammlung. Aber ich sehe das Ganze schon auch irgendwie kritisch und denke mir, ja, eigentlich muss das nicht sein. Ich bin halt hier immerhin so ein Hiopai, der sich hier im Internet hinsetzt und irgendwie über Düfte redet. Für ein paar Leute, die es vielleicht interessiert, vielleicht auch nicht. Das ist halt aber meine Leidenschaft. Das hat nichts mit normalem Konsum und gesundem Konsum zu tun. Mir ist es sehr bewusst, aber hin und wieder muss man da sich auch selber noch mal kurz einnorden, dass das eigentlich erstens nicht selbstverständlich und zweitens echt absolut nicht normal ist hier. Und natürlich gibt es einige Brands, die einfach ein Schweinegeld verdienen. Keine Frage. Es gibt Sachen, die für, was weiß ich, 10, 15 Euro produziert werden und für 400 € im Laden stehen. Im Zweifelsfall hängen da aber auch viele Zwischenhändler und Zeug dran, die dann halt auch da immer noch ein bisschen was dran verdienen wollen. Aber natürlich, das ist auch einfach jedem selber überlassen. Wo ist er bereit, sein hart verdientes Geld einfach rein zu investieren und wo nicht? Das muss jeder selber wissen. Diese Entscheidung kann niemand jemandem abnehmen. Und dafür sollte aber auch, wenn du kein Nischenparfüm kaufen möchtest, weil es dir zu teuer ist, dann kauf halt keins. Aber mach den Leuten vielleicht, ich glaube, wer bis hierhin geguckt hat, ist jetzt keiner der Typen, der das macht, aber macht den Leuten doch dann keinen Vorwurf, die ihr Geld gerne für sowas ausgeben. Jeder hat andere Hobbys und irgendwie muss die Wirtschaft ja am Laufen erhalten werden. Ja, was sind so Fragen oder generell Themen, über die ich hier vielleicht mal sprechen soll? Schreib es mir gerne in die Kommentare und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal.